wenn ich darüber nachdenke, was sind Ziele für kritisches Denken, dann finde ich einen ganz wichtigen Punkt erstmal anzuerkennen, dass es Grenzen des eigenen Wissens gibt und dass das ein Anfang von Lernen sein kann und dass es zum Beispiel sein kann, dass es kluge Menschen gibt, die sich intensiv in ein Thema eingearbeitet haben und sich widersprechen. Und dass hier eigentlich die Möglichkeit für einen Austausch anfängt. Und dass es nicht heißt, wenn jemand einem widerspricht, wir haben vorhin über Werturteile gesprochen, dass man nicht zu dem Urteil springt, oh, die Person ist jetzt gegen diese Politikmaßnahme, die ich fürs Klima wichtig finde, also ist der Person Klimaschutz nicht wichtig. Dass man sofort auf die Ebene springt, die andere Person, mit der man nicht einer Meinung ist, moralisch dann auch zu qualifizieren und meistens zu disqualifizieren, sondern zu sagen, die sieht den Punkt anders. Warum? Hat die wirklich ein anderes Werturteil? Ist der Person der Klimaschutz nicht wichtig? Hat die vielleicht eine andere Vorstellung zu den Instrumenten, die wir nutzen könnten? Wo liegen eigentlich die Gemeinsamkeiten? Wo liegen die Unterschiede? Also erstmal zurücktreten, gerade beim kritischen Denken, weil wir bei Nachhaltigkeit viele normative Bewertungen haben. Das heißt auch immer, das hat immer eine emotionale Komponente. Jedes normative Werturteil hat irgendeine Korrelation mit irgendeinem Gefühl, sei es Wut oder Empathie oder sonst was. Und dann zu sagen, das nehme ich ernst, das nehme ich wahr und ich disqualifiziere jetzt nicht die andere Meinung, sondern mache das als eine Öffnung für einen Diskurs. Das ist etwas, was ich total charmant fände, wenn uns das gelinge. Ob das in der Praxis immer leicht zu kultivieren ist, das ist nochmal eine andere Frage, weil das, glaube ich, viel Übung und auch viel Bereitschaft für so einen Diskurs braucht. Und den Raum, den wir vielleicht in der Großveranstaltung weniger haben als in einer Kleinveranstaltung, wo man in kleinen Gruppen und Rollenspielen arbeiten kann. Bei mir in der Lehre als Dozent an der Universität geht es grundsätzlich darum, ein Bewusstsein zu schaffen für kritisches Reflektieren und auch zusammen mit den Studierenden in meinen Seminaren meine Lehre immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, regelmäßig Feedback einzuholen von den Studierenden. Und als Basis ist es auch wichtig, sage ich mal, dass Fehler nicht nur akzeptiert werden, sondern ich möchte auch wirklich dazu anregen, Fehler zu machen. Ja, einmal sollen Sie natürlich sehen, ein mathematisches Modell kann immer nur so gut sein wie die Annahmen, die aus dem ökonomischen oder sozialen Kontext kommen. Wenn diese Annahmen nicht stimmen, kann ein Modell niemals die Realität beschreiben. Also das ist natürlich wichtig, das anzusprechen. Die meiste Zeit allerdings verbringe ich damit, den Studierenden zu zeigen, dass auch komplizierte Modelle ökonomisch relevant sein kann, wenn man sie denn durchdrungen hat. Also die Lehre der Mathematik, das Verständnis für die mathematischen Schlussfolgerungen. In meiner Disziplin der Wirtschaftspädagogik setze ich mich schwerpunktmäßig mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Berufsbildung auseinander. Und da spielt kritisches Denken eine ganz große Rolle. Also ich habe da 3 Schritte, die ja im Seminar immer passieren, nämlich wir müssen Probleme identifizieren, diese dann analysieren, das heißt das Problem wirklich durchdringen, in der Gänze der Gesamtheit der Teile wirklich begreifen, um was es da geht und dann in einem 3. Schritt unter Nachhaltigkeitsaspekten reflektieren, was ist veränderbar und was muss vielleicht so bleiben, wie es ist. Also meine Studierenden sind in dem größten Teil angehende Berufsschullehrkräfte. Das heißt, ich muss dir 2 Dinge beibringen. Erstens, selbstkritisch zu denken und zweitens, selbst in die Lage zu versetzen, Lehr-Lern-Szenarien zu kreieren, wo Schüler in den nächsten Schritt kritisch denken sollen.